Hallo zusammen, der Louis und ich fahren beide sowohl Skateboard als auch Waveboards und Ripsticks und sowas und auch Longboard, wie ihr schon gemerkt habt in vorherigen Videos. Und wir haben jetzt vor kurzem ein Video gesehen von Braille Skateboarding, cooler Kanal, Link ist in der Beschreibung, in dem die ein amerikanisches Ripstick-Modell, was ein bisschen anders ist als die wir in Deutschland und Europa so haben, genommen haben und einfach die Caster von diesem Ripstick, was eigentlich wie ein Waveboard ist, abmontiert haben, und dann haben sie statt den Caster und den Rädern einfach so eine Skateboard-Achse genommen, da drauf geschraubt, Räder dran gemacht und haben das dann gefahren. Und es sah tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, und wir wollten einfach mal ausprobieren, ob wir das auch hinkriegen können und wie wir damit fahren können. Viel Spaß! Als erstes müssen wir hier erstmal das Caster entfernen, weil es ja sonst nicht möglich wäre, danach hier die Achse drauf zu schrauben. Und wer schon mal ein Waveboard zerlegt hat, weiß, dass man das Caster nur so entfernen kann, indem man in der Mitte eine Schraube löst, die jetzt hier vom Deckblade noch abgedeckt ist. Also müssen wir tatsächlich als erstes mal hier diese Deckblade entfernen. Und dazu gibt es hier diverse Schrauben, die man erstmal einfach aufdrehen muss, damit man die Deckblade abnehmen kann und dann das Caster entfernen kann. Gut, das sind die Schrauben. Jetzt schauen wir, wie die Deckblade rausgeht. Ja. Ich glaube, du musst dahinter noch. Ich glaube, die Dinger musst du irgendwie rausklippen. Ja, wenn möglich. Da brauchen wir noch kurz einen Schraubenzieher. Versuchen wir das mal hier kurz irgendwie rauszudrücken. Für den Fall, dass es dann irgendwie geht. Gut, das war schon mal laut. Dürfte aber nicht allzu viel gebracht haben. Vielleicht hier vorne, wenn man da ansetzen kann. Oder mit ein bisschen Gewalt. Denn, wie wir wissen, Gewalt ist immer eine Lösung. Ja, gut. Hat geklappt. Dann ist es auch vollbracht. Also, wir lernen das nächste Mal, wenn man eine Deckblade abnehmen will, einfach Schrauben ziehen und dann mit viel Gewalt das irgendwie runterziehen. Wir haben es jetzt lange versucht und bekommen es einfach nicht hin, diese verkackte Schraube da rauszudrehen. Man bräuchte halt einen Schraubschlüssel, der so aufgebaut ist wie der hier zum Beispiel, dass er dann am Ende sowas ja, dass man dann so drauf gehen könnte, das rausziehen könnte. Aber da wir keine Autowerkstatt sind, haben wir sowas nicht. Und es ist momentan für uns gerade unmöglich, diese verkackte Schraube rauszudrehen. Tschüss. Also eben sagte, wir sind nicht in der Autowerkstatt und haben kein Pro-Equipment. Ich habe mich geirrt. Wir haben dieses geniale Werkzeug, mit dem man das dann doch relativ leicht beheben kann. Und damit kann man jetzt einfach mal das Ganze hier so ohne großen Aufwand aufdrehen. Ist das nicht herrlich? Nachdem wir mit minimalem Aufwand das hintere Caster erfolgreich entfernen konnten, müssen wir das Ganze auch nach vorne machen. Yay! Spaß, Spaß, Spaß! So, nachdem wir jetzt erfolgreich beide Caster entfernt haben, dachten wir uns, ja komm, lass noch kurz hier die Achsen so draufschrauben und fertig. Jetzt ist aber so, dass hier vorne zu wenig Raum ist, um die Achse hier stabil zu befestigen. Weshalb wir jetzt gerade versuchen, dieses Stück Plastik abzuschneiden, sodass wir mehr Platz für die Achse haben, die befestigen können, damit fertig werden. Man muss sagen, es schneidet erstaunlich gut. Ja, schauen wir mal kurz von oben. Aus der Vogelperspektive. Genau. Kurz Froschperspektive.
Oh, sehr cooler Hintergrund eigentlich. Oha, Schleichwerbung. So, nachdem wir jetzt hier ausreichend viel von dieser Torsionsstangenhalterung abgesägt haben. Tada, wir haben es geschafft. Die Achse passt jetzt da rein. Ich habe schon ein paar Markierungen gemacht. Dann geht es mir hier im Bohrer. Und bohren einmal kurz die Markierungen vor, dann nochmal nach. Und dann könnte man eigentlich die Achse montieren. Also, nachdem wir jetzt hier vorne mal die ganzen Bohrungen gemacht haben, um die Achse reinzustecken und das mit viel Aufwand verbunden war, kann man jetzt von oben das Resultat durchaus als hässlich und ungenau bezeichnen. Aber egal, schlussendlich hat es gepasst. Ist auch alles recht stabil so. Ja, jetzt haben wir hier noch die Räder drauf. Das sind eigentlich Longboard-Räder, hat halt nichts anderes da gerade. Machen das gleiche noch hier hinten. Ich hoffe, dass es da ein bisschen einfacher geht. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig. Filmt. Oh, so, endlich fertig. So, Also ich würde sagen, es sieht schon ziemlich fresh aus, im Ernst. Oben die Deckplate ist richtig nice, man sieht auch, wie akkurat wir gearbeitet haben. Ja, richtig. Richtig also, on fleek. Richtig gute Qualität. Man sieht auch einfach hier. Die Schrauben perfekt drin. Ein Traum. Ein Traum. Aber wenn man von weiter weg schaut, sieht es eigentlich echt gut aus, im Ernst. Die farbigen Räder im Kontrast zu dem ganzen Schwarz hier, es hat was. Spaß. Okay, man kann damit echt geradeaus fahren. Oh, fuck. Okay. Findest du gut? Ja. Oh, cool. Nein. Gar nicht so scheiße, er muss noch ein bisschen mehr packen. Junge, weißt du, wie schwer das Teil ist? Ja, schon so 5 Kilo. Ja, das reicht eigentlich. Ja, der war ziemlich gut, also um es gut zusammenzufassen. Man kann damit nicht wirklich lenken, nur minimal. Oder so stark, dass man auf 2 oder 3 Rädern fährt. Man kann damit einen Ollie schaffen, dann hört es aber eigentlich auf. Man kann zum Bremsen einfach ein bisschen Wheelbite ausüben. Klappt so lange, bis halt irgendwann die Schwelle da weg sind. Offroad-Tauglichkeiten sind aber übelst gut. Also eigentlich, ich würde es kaufen. Und damit zurück ins Studio. So, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Es hat nämlich noch geregnet, deswegen konnten wir es nicht testen. Aber jetzt haben wir mal im Trockenen eine Testfahrt durchgeführt und sind zum Ergebnis gekommen, dass das Board tatsächlich relativ scheiße ist. Man kann damit einigermaßen geradeaus fahren, allerdings zieht das Board immer ziemlich hart nach links, was eventuell daran liegen könnte, dass die Achsen halt überhaupt nicht in der Mitte sind und völlig scheiße angebracht sind. Aber ja, zum Berg runterrollen lassen reicht schon. Man kann auch so ein bisschen lenken wie bei einem Skateboard eigentlich, einfach indem man sein Gewicht so oder so verlagert. Das Problem ist nur, man lenkt erst nur so ganz leicht, weil das Board so ein bisschen nachgibt, weil es hier wackelig ist. Und ab einem gewissen Punkt gibt es halt hier gleich Wheelbite, weil das Waveboard halt diese Schwelle an der Seite hat, die eigentlich dazu da sind, dass das Board nicht kaputt geht, weil es immer abspringen muss oder so. Aber wegen diesen Schwellen ist halt der Abstand zwischen den Rädern und dem Board an für sich, zwischen dem Deck halt extrem gering und dadurch hat man halt sehr schnell eine Wheelbite und dann schmilzt auch das Plastik so an die Räder an, was jetzt nicht ganz so geil ist. Und wenn man dann halt ein Wheelbite hat, dann bremst man halt sofort stark ab und es ist nichts passiert, aber man könnte da schon
ganz schön abfliegen. Ja, ein Ollie kriegt man damit hin, wie ihr gesehen habt, aber dann hört es wahrscheinlich auch auf. Und ich würde euch nicht empfehlen, das nachzubauen. Tschüss.